Na, ich bin schon so gespannt, was die Leute von den Sets halten. Das wird sicher ein bisschen ein kontroverseres Video werden, das glaube ich auch. Lego hat Anfang 2021 ein neues Straßensystem auf den Markt gebracht und damit eine Menge neuer Sets. Wir haben uns die heute mal aufgebaut und heißen euch damit herzlich willkommen zu einem kleinen Einblick und einem Review. Wir haben hier 4 Sets, mehr dazu gleich. Falls ihr Lego-Fanboys seid und hier eine Lobhudelei von diesen Sets erwartet, seid ihr wahrscheinlich hier nicht richtig. Genauso, wenn ihr nach beispielloser Kritik und hier Schlechtreden sucht, dann auch nicht. Wir werden versuchen, hier einen differenzierten Zugang zu diesen neuen Sets bereitzustellen. Auf jeden Fall, denn es gibt ja positive und negative Sachen. Das haben wir selbst jetzt beim Aufbau bemerkt, denn wir haben uns das vielleicht in mancherlei Hinsicht etwas anders vorgestellt. Genau, wir stellen euch die Sets vor aus der Sicht von 2 professionellen und erfahrenen A-Falls, die ja auch selbst eine Lego-Stadt haben, wie ihr vielleicht wisst. Auf der anderen Seite halten wir natürlich ein bisschen im Augenwinkel bereit, dass das zum großen Teil 5+ Sets sind. Stimmt. Also viel Spaß. Okay. So, also ich würde sagen, wir starten mal damit, mit dieser Gesamtübersicht, die wir hier aufgebaut haben. Um was handelt es sich hier? Wir haben gesagt, es sind 4 Sets. Es sind die 4 Sets, die jetzt als erstes herausgekommen sind, ohne das Exklusivset, das nur bei Lego erhältlich ist. Und wir haben... Das kommt übrigens noch. Hoffentlich. Und wir haben das einfach mal so zusammengestellt, weil wir euch zeigen wollten, wie es ausschauen könnte, wenn ihr euch alle Sets eben besorgt. Ich denke mir, das ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen, ja, wie das dann wirklich mit dieser Übersicht ausschaut. Und ich denke mir, für das ist es eigentlich ganz süß. Ich habe mir das so überblicksmäßig, finde ich es irgendwie wie eine Miniaturstadt von unserer kleinen Stadt. Unsere kleine Stadt ist auch gut. Und habe mir gedacht, es ist eigentlich, wenn man sagt, man hat sehr wenig Platz und man will sich da ein kleines Städtchen aufbauen, ist vielleicht eine Alternative. Genau, also wir wollen ja euch die Sets natürlich auch im Detail zeigen, aber dadurch, dass die Diskussion rund um dieses neue Straßensystem, finde ich, fast ein bisschen noch größer ist als die Diskussion über die Sets selbst, wollen wir euch einfach ein paar Gedanken breit treten sozusagen. Wir haben auch lange überlegt, was wir mit diesen Sets machen sollen. Natürlich, dieses neue Straßensystem passt jetzt nicht unbedingt in unsere bestehende Stadt, wo ja die Straßen bei uns aus diesen klassischen Baseplates, den 32×32ern sind, genau, welches Lego seit Jahrzehnten hat. Ich weiß gar nicht, wann da die ersten rausgekommen sind, irgendwann in den 1980er Jahren. Wobei sich die ja auch geändert haben, oder? Weil da hat es ja mal hellgraue gegeben, hellgraue mit grünem Rand. Ich bin jetzt nicht ganz so top dabei. Und dann die dunkelgrauen. Wir haben ja hauptsächlich die dunkelgrauen jetzt, die am Schluss quasi jetzt vorhanden waren. Und jetzt halt ganz was anderes. Das war eben die Frage und das ist auch Hauptgrund der Diskussion, warum verlässt Lego jetzt nach Jahrzehnten den Erfolgspfad, würde ich es vielleicht nicht nennen, weil viele Leute wollten ja auch diese Baseplates, Straßenplatten nicht besonders. Aber warum tauscht man die jetzt ein gegen sowas? Das sind relativ große Formteile, 16×16 Noppen groß, 2 Platten hoch und modular. Also Rita hat das schon richtig gesagt. Genau. Vielleicht nochmal als Hinweis, wie das genau eben funktioniert. Genau, es sind hier auf der Seite immer diese, wie ich sie nenne, Bahnübergänge, weil wir die hauptsächlich in der Stadt für Bahnübergänge nützen würden. Und quasi tut mir leid, dass ich das jetzt wieder so zerlege. Und die eigene einzelne Platte, ich tue mir heute irgendwie schwer beim Reden, die ist eigentlich eben nur so groß. Was ist das? Eine 16×16 hast du gesagt? Und hier, ihr seht, da sind auch immer quasi solche Löcher.
das kann man irgendwie rausdrücken, habe ich zuerst gesehen. Steht in der Anleitung mit einer Straßenlaterne. Wenn man die hinauszieht, dann kann man diese 2x4 Fliesen, also wenn man Fliesen braucht, sind die Sets toll. Es ist nur die Frage, bei jedem dieser Sets, ich kann es euch hier zeigen, ist eben ein Aufdruck Road Plates included. Das heißt, wenn man zum Beispiel dieses Familienhaus haben möchte, dieses moderne, bekommt man auch, ob man will oder nicht, diese Straßen dazu. Und das sorgt für jede Menge Diskussionsstoff. Genauso Also so sehen die Platten im nackten Zustand aus. Die nackte Platte aus. Dann habt ihr eben die verschiedenen Möglichkeiten, solche Fliesen reinzusetzen. Das sind jetzt eben 2x4er. Ich werde hier ganz schön auf die Probe gestellt heute, ich sehe das schon. Und manche haben eben so einen weißen Streifen drauf, um den Mittelstreifen quasi darzustellen. Nur damit ihr wisst, wie das überhaupt aussieht. Und das ist eben so eine höhere Platte. Erinnert mich ein bisschen auch an diese 4 Plus Sets. Da sind oft solche Platten drinnen, wie zum Beispiel in dieser Mouse Coaster vom Buzz Lightyear. Es sind ja das auch zum großen Teil 5 Plus Sets, also wir nähern uns da schon an den etwas einfacheren Aufbau. Was jetzt für viel Diskussionsstoff sorgt, ist, da geht es uns nicht anders. Leute, die schon eine bestehende Lego-Stadt haben, egal mit welchem Straßensystem, fühlen sich jetzt von Lego irgendwie ein bisschen hintergangen, denn sie müssen jetzt genauso wie wir jede Menge dieser neuen Straßenplatten kaufen, um an die Gebäude zu kommen. Und das Hauptproblem ist ja, was für viel Diskussionsstoff gesorgt hat, dass die neuen Straßenplatten 2 Plates hoch sind, das heißt um einiges höher als der Bordstein, als der Gehsteig. Das sieht man auch hier, wir zeigen es euch dann gleich nochmal im Detail. Das heißt, die Straße ist jetzt immer, egal wie man es jetzt macht, ob mit diesen Sets hier sogar oder auch in Kombination mit den alten, höher als der Gehsteig. Genau. Und natürlich auch vom Grundriss her, die Straßen sind jetzt schmäler, es gibt keinen Gehsteig mehr auf der Seite. Das heißt, wenn ihr Modular Buildings zu Hause habt, stelle ich mir das relativ schwierig vor, ohne dann noch wahnsinnig viele Teile dazu zu kaufen, dass man hier diese Straßen in ein modernes und doch altes Layout integriert. Wobei mir jetzt gerade sogar aufgefallen ist, dass ja diese anderen Platten, die hier verbaut sind, keine ganz dünnen Bodenplatten sind. Also nicht die man quasi dann nirgends mehr draufstecken kann. Also die ganz normalen Bodenplatten. Wie nennt man die? Die ganz dünnen? Die Baseplates meinst du? Ja, okay. Sondern es sind quasi normale Platten, die schon ein bisschen dicker sind. Das heißt, wenn man dann ganz eine normale Bodenplatte hat, ist er dann noch weiter. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und Lego hat ja auch die Baseplates noch im Programm und bringt ja auch zum Beispiel das neue Modular Building, welches jetzt erschienen ist ja auch wieder auf einer Baseplate. Das kann man dann mit dem System irgendwie nicht so richtig verbinden. Was mir schon gefällt, und da jetzt mal ein kurzer positiver Aspekt dazu, ist, dass diese Straße hier doch ganz nett aussieht. Und wenn ich mich erinnere, ich als 5-Jähriger oder ich als 6-Jähriger, ich hätte das wirklich gefeiert, wenn hier so eine Straße mit Häusern und mit einem Recyclinghof und Skateboarderpark und so weiter, Parkplatz, Tankstelle. Wir zeigen euch das übrigens dann noch genauer. Also keine Sorge. Hier aufgebaut wäre. Ja. Und das ist schon cool, dass man hier gleich mehr oder weniger die Straßen mit dabei hat. Es gibt hier Zebrastreifen, Verkehrsschilder, Kurven gibt es keine, da haben sich schon viele aufgeregt. Und auch hier so schlafende Polizisten, wo man eben stehen bleiben muss vor dem Zebrastreifen. Es gibt diese, werden wir vielleicht auch nachher testen, Glow-in-the-Dark-Laternen. Wieder mal ein Leuchtstein mehr oder weniger, den Lego hier eingebaut hat. Und so sieht das schon ein bisschen aus wie aus einem Guss. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was macht Lego jetzt? Weil sie haben noch viele Sets im Programm, die jetzt hier zu diesem System ja nicht wirklich passen. Die ganzen Feuerwehrsets zum Beispiel, Polizei, die sind vom Grundriss her, Baseplates gibt es da sowieso schon länger nicht mehr, da dürfen wir ja nur mehr davon träumen, aber die haben ja vom Grundriss her jetzt wieder nicht
das so, dass das hier dazu passt. Also da müsste Lego jetzt in nächster Zeit wirklich viele Sets rausbringen, die dann alle an dieses Straßensystem angelehnt sind, damit das aus einem Guss ist. Ich bin auch schon gespannt, was da überhaupt passiert, weil du gerade gesagt hast, es gibt keine Kurven. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich, also was heißt vergessen drauf, sowieso nicht, aber das quasi ignorieren, dass sie keine Kurven mehr machen. Also das kann ich mir echt nicht vorstellen. Deswegen, ich glaube, da wird schon noch einiges kommen. Hoffen wir mal. Ob es stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber ich denke mir mal. Zeigen wir euch mal ein paar, ja, wir hoffen zumindest, dass da wenigstens im zweiten Halbjahr, wenn da hier noch ein paar Sets kommen und man dann sich wirklich eine Art Stadt aufbauen kann, dann ist das auch in gewisser Hinsicht cool. Also das hätte mir als kleiner Junge sicher gefallen. Wir zeigen euch jetzt mal ein bisschen was von den Sets, damit nicht nur die Diskussion über die Straßenplatten besteht. Wir haben hier 4 Sets für euch aufgebaut. So, ich hätte gesagt, wir nehmen euch jetzt mal direkt mit durch diese quasi Miniaturstadt, damit ihr das auch seht, wie das dann von oben hier ausschaut, beziehungsweise die einzelnen Häuser genau ausschauen. Wir werden wirklich jetzt nur kurz durchgehen, was alles dabei ist, damit ihr das seht und unseren Senf quasi dazu geben. Ich starte hier mit diesem Haus hier, das ist eine Pizzeria, die hat Christoph zusammengebaut. Wir haben uns das nämlich aufgeteilt, jeder 2 Sets. Da kann er wahrscheinlich auch einiges dazu sagen. Ich werde ihn dann gleich wieder schnappen, dass er da das mit mir durchgeht. Es ist wieder mal eine Pizzeria hier unten drinnen und ihr seht, dass hier eine kleine Spielfunktion, da brennen die Pizzakartons und die können dann quasi gelöscht werden. Ja, eine Pizzeria, das hatten wir schon öfter. Ganz klare Sache. Aber was für uns sehr interessant war bzw. ist hier dieser obere Teil. Und ich hoffe, ihr seht das jetzt recht gut hier oben. Ich glaube, das kann man sonst auch runternehmen, damit ich da besseres Licht habe. Genau, perfekt. Das ist quasi so ein, wie nennt man das, ein Samurai-Trainings, was auch immer, Trainingsladen. Finde ich eine ganz nette Sache. Hier außen auch ein Schild davon drauf. Sowas hatten wir bis jetzt noch nicht. Da steht eben drauf Dragon Dojo. Genau. Finde ich eine ganz, ganz nette Sache. Dann geht es hier weiter. Da war auch noch bei diesem einen Set, war eben auch noch dieser nein, das ist kein Abschlepptruck. Ach, das ist für diese Mistkübeln hier. Die werden hier aufgeladen auf den LKW. Ist eine ganz nette Sache. Für Flaschen bzw. für Papier. 2 verschiedene Mistkübel und die können dann mitgenommen werden. Dann war hier auch noch diese Oktan-Waschanlage dabei. Mit der sind wir nicht wahnsinnig zufrieden, denn Christoph ist es da genau im Detail durchgegangen. Es ist einfach so, dass es einige andere Waschanlagen gibt, die um einiges besser ausgestattet waren, wo zum Beispiel diese, wie nennt man sowas, Waschrumpeln, diese sich drehenden, bis zur Decke hinaufgehen und einfach auch besser ausgestattet waren. Ich finde zwar das mit dem Wasser ganz nett hier vorne, aber wie gesagt, da haben wir einige schönere Waschanlagen in unserer Stadt. Ich glaube, das war dann alles, was in dem Set dabei war. Dann kommen wir zu einem Set, das ich aufgebaut habe, nämlich folgender Skatepark. Ihr seht das hier ist eine Palme dabei. Wir haben eine Verkäuferin von so einem Vita Rush Orangensaft, die quasi die Sportler wieder auftankt. Dieser Skatepark finden wir eigentlich ganz nett. Es sind ein paar neue bzw. neu eingefärbte Teile dabei, wie zum Beispiel hier diese Helm-Haar-Kombination. Die hat es ja bisher nur
meines Wissens nach mit weißem Helm und braunen Haar gegeben. Jetzt ist auch einmal eine Blondine, die einen Helm aufsetzen kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben hier zum Beispiel auch eben diese Figur mit dem Rollstuhl, der auch so ein Skater-Rollstuhlfahrer ist. Finden wir ganz nett. Kann auf jeden Fall auch gut in die Stadt eingebaut werden bei uns. Das ist eine ganz nette Sache. Und da war eben dieses Auto auch dabei, von diesem Vita Rush. Und hier seht ihr es, hinten sind da eben diese ganzen Getränke eingelagert. Ja, genau. Dann kommen wir noch zu einem Set, das auch ich aufgebaut habe. Und dann zum letzten von Christoph. Das ist dieses Haus hier, dieses Wohnhaus. Und ich muss sagen, da habe ich mir nicht wahnsinnig viel erwartet von der Verpackung her. Weil von dem, was ich gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist eher ein einfacheres Haus mit nicht wahnsinnig viel Einrichtung, außer vielleicht der Dame hier, die quasi da oben am Balkon grillt. Aber ich war dann doch etwas positiver überrascht, denn wenn man hinten hineinschaut, ich hoffe, man sieht das jetzt, ja genau, haben wir hier zum Beispiel ganz oben ein Schlafzimmer mit einem Radio. Hier sind noch die übrig gebliebenen Haare bzw. Hüte, die habe ich hier reingegeben. Und was mir eigentlich hier am besten gefällt, ist dieses Badezimmer hier mit einer Dusche, einer Toilette. Das ist wirklich ganz nett gemacht. Natürlich wieder einem Aufkleber. Wie soll es anders sein? Wash your hands. Aktueller denn je. Und auf der anderen Seite haben wir ein Kinderzimmer mit Gitarre und Pinsel und sonstigem. Genau, ganz unten haben wir dann auch noch eine Miniaturküche, beziehungsweise, das sieht man jetzt hier recht schlecht. Naja gut, hinter dieser Küche ist noch ein kleines Wohnzimmer. Auf dem Bildschirm hier hinten seht ihr es, da wird gerade ein Computerspiel gespielt. Da ist auch der Controller, der da liegt vor der Couch, und natürlich, wie soll es anders sein, eine Kaffeetasse, was man halt so beim Spielen braucht. Genau, und hier außen eben der Tisch und ein Bottich, wo dieses kleine Mädchen den Hund wäscht, der irgendwie, ja, da seine Reste überlassen hat, neben dem Bottich Wasser, was natürlich auch jetzt nicht ganz so ideal ist, aber gut, kann natürlich passieren, wenn er aufgeregt war. Das wird wohl so sein. Was ich auch noch ganz nett finde, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, das war auch bei diesem Stadtset dabei, was Christoph aufgebaut hat mit der Pizzeria und der Waschanlage. Erstens mal ganz süße Figuren, hier auch wieder ein Baby, wo ich sehr begeistert war, und hier so ein, ja, wie nennt man sowas, ein Kindervergnügungssitz, was auch immer, wo man dann das Baby draufsetzen kann und dann kann es hier so hin und her schaukeln. Eine ganz süße Idee, und auch, das haben wir schon besprochen in unserem Stream, glaube ich, dieser Herr mit dem Blindenhund. Das finde ich auch sehr nett, dass sie sich sowas jetzt einfallen haben lassen. Also speziell für die ganzen Figuren, die hier integriert sind, finde ich sehr nett. Dazu kommen wir aber gleich noch, ob es sich dann natürlich auch alles auszahlt. Unglaublich aber war, unsere Kamera schafft sogar noch das Special Feature quasi von diesem Set noch einzufangen. Die Straßenlaternen. Okay. Die ich auch, ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin ja ein Riesenfan von den alten Geistern, das wisst ihr ja schon. Die haben mir immer sehr gut gefallen, und auch, dass die in der Nacht leuchten können.
Ich finde, das ist aber was anderes. Also ich finde die Geister um einiges noch immer cooler und noch immer schade, dass die nicht mehr gibt. Bei diesen Straßenlaternen finde ich persönlich es etwas sinnfrei, dass die mit solchen Glow-in-the-Dark-Steinen gelöst wurden. Warum? Weil Straßenlaternen sollen nicht nur quasi selbst leuchten, sondern ja eigentlich Sachen beleuchten. Und das tun sie ja offensichtlich nicht. Deswegen finde ich, wäre es auch okay gewesen, wenn sie da die ganz alten, also die quasi wir in der Stadt haben, gelassen hätten mit normalen 1x2er Fliesen in Gelb oder sonstiges. Ich finde, das macht jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn, aber gut. Ja, es ist ein schönes Gimmick, aber sie leuchten nur, wie ihr gesehen habt, wenn es stockdunkel ist und da kann man sowieso nicht hier mit einer Lego-Stadt spielen, also von dem her... Und andererseits haben wir dann hier wieder zum Beispiel bei der Waschanlage auch Lichter verbaut in normalen 1x2 gelben Transparent Fliesen, die dann wieder nicht leuchten. Also das ist halt auch fraglich. Ja, so ist das halt. Also was halten wir jetzt von dem Ganzen? Vielleicht machen wir nochmal eine kleine Übersicht. Ich zeige euch die Kartons und wir besprechen nochmal, ob das Ganze jetzt das wert ist. Das ist die 60292, das Stadtzentrum mit 10 Figuren, 790 Teile für 100 € Listenpreis. Dann haben wir das Family House 60291 mit 4 Figuren und 388 Teilen um 50 €. Dann haben wir den Skatepark, auch mit 4 Figuren, hat 195 Teile um 30 € Listenpreis. Und dann haben wir uns noch gekauft eine Packung von diesen neuen Straßen um 20 € Liste. Das Set hat 112 Teile. Also ihr seht schon, die Listenpreise sind relativ hoch, wobei wir vertrauen euch da, wenn ihr Lego kauft, dass ihr es im Normalfall nicht zum Listenpreis macht, sondern um einiges darunter. Die Sets sind, wir haben es am Veröffentlichungstag gekauft, diese Sets, und haben über 20% Rabatt bekommen, also alles zusammengezählt sind hier 200 € auf dem Tisch vor uns, wir haben 160 dafür bezahlt. Ist es das wert? Schwer zu sagen. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, ob man sich mit diesen Straßenplatten und mit diesem neuen System anfreunden kann. Wenn man die Straßen nicht braucht und wegschmeißt, dann ist es das auf jeden Fall nicht wert, weil man hat 1, 2, 3 Häuser, ein bisschen Kleinkram, 2, 3 Autos und einen Lastwagen. Das ist viel zu viel Geld. Vor allen Dingen dieses Stadtzentrum-Set um 100 € ist schon etwas hart. Also wenn das von mir aus 80 oder 70 € Listenpreis gehabt hätte und dann mit den Rabatten, dann kommt man in eine Gegend, wo ich sage, ja, das ist in Ordnung. Uns würde jetzt, wie gesagt, noch diese 60306 interessieren, wo da ja diese Bäckerei und der Fahrradladen drinnen ist. Leider ist das Set aus welchen Gründen auch immer Lego exklusiv. Nochmal, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich Kinder, also die Hauptzielgruppe, das ist ja kein Set für Erwachsene, sondern für 5-Jährige und darüber, dass sich die über diese neuen Straßenplatten schon freuen. Das auf jeden Fall. Ich glaube das auch. Also Spielwert ist, glaube ich, schon auf jeden Fall da. Die Frage ist natürlich, ob man so viel Geld für so ein kleines Kind ausgibt. Das ist natürlich die andere Frage, also ob das überhaupt bei den Kleinen ankommt. Aber ja, an sich, glaube ich, gefällt es ihnen sehr gut, weil natürlich die Autos auch sehr gut eben hinauf und hinunter fahren können. Ich glaube, das ist schon was, was ihnen gefallen könnte. Wir werden in den nächsten paar Jahren mal, wenn unser kleiner Baumeister soweit ist, werden wir ihn mal mit dem Ganzen hier spielen lassen. Es ist natürlich jetzt von den Details her, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, habt ihr diese Betankungsanlage gesehen, noch minimalistischer, dass ich es rausbringe, geht es fast nicht mehr. Aber gut, wir haben uns darauf eingestellt, es ist ein 5 Plus Set oder eine 5 Plus Serie und ja, das ist jetzt mal der erste Gehversuch von Lego mit diesem neuen System. Was machen wir jetzt damit? Das ist die große Frage, die ihr euch wahrscheinlich auch stellt.
Ja. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Wir haben überlegt, entweder, wir haben irgendwie zwei Optionen. Entweder wir starten quasi einen separaten Abschnitt in unserer Stadt, wo wir diese Straßenplatten verbauen werden. Das wird dann halt nicht direkt zu den alten Straßenplatten passen, aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch zum Beispiel in der Nähe vom Güterbahnhof andere Straßenplatten als vorne in der Downtown. Also vielleicht, dass wir es so machen, bitte auch da in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, das ist eine gute Idee oder eine schlechte Idee. Da werden wir auf jeden Fall davon abhängig machen, ob wir das ausprobieren sollen, wie das dann auch wirklich ausschaut. Und ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeit, was natürlich viele andere vielleicht nicht haben, dass wir das alles einfach zerlegen und bis auf diese 16x16er Platten, bei denen ich wirklich gerade nicht weiß, was wir daraus machen könnten, außer vielleicht ein Hochhaus zu bauen, das 16x16 groß ist und quasi diese Straßenplatten immer dann als Etage hineinzubauen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war jetzt eine spontane Idee. Aber sonst eben das zu zerlegen und das eben für Bahnübergänge zu nehmen zum Beispiel und diese einzelnen Fliesen, diese 2x4er in unseren normalen Straßen bei der Pflasterung, bei der Gehsteigpflasterung einzubauen und das quasi neu zu verwenden. Ja. Genau, also das ist eine Möglichkeit. Der ein oder anderen Form werden wir sicher hier eine Verwendung für diese Sets finden. Wir haben schon gesagt, wie gesagt, wenn wir die Straßen nicht in unser Layout einbauen, dann kommen halt nur die Gebäude hinein und die Fliesen brauchen wir sowieso für die Gehsteige. Wir werden auf jeden Fall, falls jetzt jemand fragen sollte, wir werden auf jeden Fall beim alten Straßensystem brauchen. Wir bauen das jetzt nicht alles um, auch wenn wir schon irgendwelche Anleitungen gesehen haben, wie man auf diese Straßenplatten upgraden kann, indem man irgendwie umgedrehte Baseplates drunter legt und das Ganze dann irgendwie fixiert. Nein, das machen wir sicher nicht. Wir werden jetzt auch noch schauen, wie es da weitergeht. In Bezug auf dieses neue Straßensystem. Es ist nur für uns natürlich sehr interessant gewesen. Erstens habt ihr uns gefragt danach. Genau. Weil wenn ihr euch jetzt fragt, warum haben wir uns das überhaupt alles gekauft, wenn wir vielleicht nicht ganz so überzeugt sind vom Preis und ja, eben wegen den Straßenplatten. Erstens mal waren wir extrem neugierig drauf, das mal selbst in den Händen zu halten, denn nur von den Verpackungen zu urteilen ist natürlich immer sehr schwierig. Und zweitens mal habt ihr uns extrem viele Nachrichten geschrieben, was wir von diesen Sets halten. Und da können wir natürlich wirklich schwer urteilen und das möchten wir natürlich auch nicht machen. Einfach nur von Bildern beziehungsweise von anderen quasi die Meinung zu kopieren, das macht jetzt auch keinen Sinn. Deswegen haben wir gesagt, wir investieren und schauen uns das einfach selber an. Denn wie soll man sich sonst eine Meinung bilden? Ganz richtig, ja. Wir werden auch vielleicht in den nächsten Tagen mal unseren bald 5-jährigen Neffen hier haben. Der soll das Ganze dann mal bespielen und dann sagen, ob er Spaß oder wir schauen dann, ob er Spaß damit gehabt hat oder nicht. Was man auf jeden Fall sagen kann, die Häuser, ja, sind zum Teil sehr spartanisch. Rita hat es angesprochen. Da ist nicht wirklich was Substanzielles drinnen, auf das wir jetzt alle gewartet haben. Habe ich aber eigentlich auch nicht erwartet bei 5-Plus-Sets. Andererseits bei den Steinen waren wir wieder beim Bau beide sehr begeistert, weil es sind, wie gesagt, viele 2x16er Platten drin, viele große von diesen Paneelen in Blau und so weiter. Auch hier das Dach ist sehr schön geworden, also die Teile an sich sind nicht so schlecht. Man müsste natürlich, damit man es in eine Stadt gut integrieren kann, damit das adäquat aussieht, müsste man ein bisschen nachhelfen und das ist ja das, was die meisten nicht so gerne sehen, wenn da so halbfertige Häuser rumstehen. Ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen, was ihr uns in die Kommentare schreibt, was ihr von diesem neuen Straßensystem haltet. Ich bin eher momentan noch etwas kritischer, was diese Umsetzung anbelangt, wobei man sagt immer, es kommt nichts Besseres nach und ist immer sofort kritisch. Andererseits wurde jetzt auch jahrelang geschimpft, dass Lego irgendwie nur lauter einzeln herumstehende Häuser auf den Markt wirft und das Ganze sich nie irgendwie in ein Stadtbild zusammenfassen lässt. Das wird jetzt hier vielleicht geändert. Jetzt haben wir
die Hälfte des City-Portfolios so, wahrscheinlich dann immer mehr und die restlichen Sets, ja, die passen dann irgendwie nicht dazu. Man wird sehen. Also der Preis ist auf jeden Fall eine harte Ansage mit, ich glaube, 13 Cent für 100 Teile. 13 Cent für ein Teil. 13 Cent für 100 Teile wäre ja super. Ich habe jetzt anders gerechnet. Aber das ist auch bei den Fahrzeugen und bei vielen anderen Serien leider so, wobei man ja sagen muss, ihr wisst es sicher, von der UVP kann man schon lange nicht mehr anfangen zu rechnen. Also wartet, bis diese Sets 30, vielleicht sogar 35% rabattiert sind und dann könnt ihr, denke ich mal, schon zuschlagen. Vor allem bei diesem Skateboarder-Park, den finde ich ganz nett. Und der hat auch, wenn man das Auto und die 4 Figuren und das alles zusammenrechnet, wir haben dafür, glaube ich, 21 € bezahlt. Das ist wirklich dann in Ordnung, wenn man so will. Ja. Auch dieses Haus gefällt mir ganz gut eigentlich. Also wie gesagt, wir sind noch ein bisschen zurückhaltend, was wirklich mit dieser Preis-Leistung dann, was es mit der auf sich hat. Aber an sich muss ich auch dazu sagen, dass ich dadurch, dass ich so kritisch war, wie wir das gekauft haben, gefällt es mir besser, als ich gedacht habe. Also ich habe mir gedacht, dass wir das aufbauen werden und ich werde mir denken, so naja gut, jetzt haben wir das ausgegeben für gar nichts. Es sind schon sehr nette Details drinnen, worüber ich mich sehr, sehr freue und es sind auch sehr nette Figuren. Ihr wisst, auf das schaue ich immer am meisten. Figuren und auch die Hunde und das sind sehr, sehr süß. Also es gibt schon auch positive Aspekte bei diesem Set. Es ist nicht so, dass es nur schlecht wäre und nur überteuert. Also es ist schon auch was Positives dabei, aber gut, eben, ich würde sagen, wenn man da abwartet, dann macht es auf jeden Fall Sinn und dann könnte das schon ganz gut passen. Ganz richtig. Kommt wahrscheinlich ganz auf eure Erwartungen und auch auf eure Benutzung dieser Sets drauf an. Sagen wir mal so, wenn ihr einen 5-Jährigen oder eine 5-Jährige zu Hause habt und ihr präsentiert ihr dieses tolle Diorama, was natürlich mit, sagen wir, wir haben 160 € viel Geld ist, da ist der Spielspaß sicher da. Für eine Stadt müsste man einiges machen, aber das haben wir gewusst. Genau. Und da lassen wir euch natürlich das nicht unbeantwortet, dass wir das schon eigentlich sehr viel Geld finden, was wir hier auf den Tisch gelegt haben, um diese Sets heute für euch präsentieren zu dürfen. Der Aufbau hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Jahresstart hinter euch gebracht. An dieser Stelle nochmal ein gutes neues Jahr von uns beiden. Auf jeden Fall. Hoffentlich kommt ihr gut durch und es geht alles in Ordnung. Schauen wir mal, mit was Lego in Zukunft so daherkommt. Hier jetzt mal gespannt. Von uns das mehr oder weniger Review vom erstens dem neuen Straßensystem und zweitens diesen 4 Sets. Teure Angelegenheit, nicht für jedermann, aber hat auch seine positiven Seiten, das muss man an dieser Stelle offen und ehrlich sagen. Und wer dieses System von Haus aus in den Kritiken vernichtet, der hat sich wahrscheinlich noch nicht viel damit beschäftigt. So muss man es ganz offen und ehrlich sagen. Und ich bin mir sicher, dass jeder 5-Jährige hier jede Menge Spaß damit hätte, auch wenn es ein Haufen Geld ist, haben wir schon gesagt. Genau, so ist es. In dem Sinn hätte ich nicht wahnsinnig viel mehr hinzuzufügen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind gespannt und warten schon auf die nächsten Sets. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, sollen wir das als einzelnes neuen Bezirk quasi so in unserer Stadt mal probieren, wie das aussehen würde, oder sagt ihr besser bei den alten Platten bleiben? Würde uns interessieren. Genau. Und sagt uns natürlich auch, da seid jetzt ihr gefragt, was ihr jetzt von dieser ganzen Geschichte haltet. Seid da auch ruhig ehrlich. Wir nehmen uns da selbst kein Blatt vor Mund und dann freuen wir uns schon wieder, wenn wir uns bald wieder mal sehen, hier auf dem Kanal von Bricks Go Wild. Macht's gut, Leute. Bis bald. Tschüss.